Lektion 1: Warten am Flughafen. Hallo, warten Sie auch auf einen Flug? Am Flughafen herrscht immer geschäftiges Treiben. Ja, das bin ich. Gehst du in den Urlaub oder ist das eine Geschäftsreise? Ich mache einen Kurzurlaub, um neue Energie zu tanken. Und Sie? Ich bin beruflich unterwegs, hoffe aber, dass ich während meines Aufenthalts auch ein paar Sehenswürdigkeiten besichtigen kann. Das klingt nach einem tollen Plan. Es ist schön, wenn möglich das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Ja, ich versuche immer, neue Orte zu erkunden, auch wenn ich einen engen Zeitplan habe. Ja, und es ist eine fantastische Möglichkeit, das Beste aus Ihren Reisen herauszuholen. Auf jeden Fall. Ich liebe es, lokale Orte zu entdecken und die Kultur zu genießen. Drücken wir die Daumen für eine reibungslose Reise und ein tolles Erlebnis. Lektion 2: Reiseunterstützung. Guten Morgen. Gerne helfe ich Ihnen weiter. Wohin möchten Sie reisen? Vielen Dank. Ich möchte eine Reise nach Italien buchen und habe ein paar Fragen zu den besten Optionen. Das klingt wunderbar. Italien hat so viel zu bieten, von seiner reichen Geschichte bis hin zu seiner köstlichen Küche. Auf jeden Fall. Ich habe schon immer davon geträumt, die historischen Städten zu besuchen und authentisches italienisches Essen zu genießen. Lassen Sie uns Ihre Reiseroute besprechen und sehen, wie wir das Beste aus Ihrer Reise machen können. Das wäre großartig. Ich möchte sicherstellen, dass ich alle wichtigen Orte besuche, während ich dort bin. Ja, und ich kann Ihnen helfen, die besten Unterkünfte und Aktivitäten zu finden, die Ihren Interessen entsprechen. Das weiß ich zu schätzen. Es ist schön, jemanden mit Fachwissen zu haben, der mich durch den Planungsprozess führt. Ich freue mich darauf, Ihnen dabei zu helfen, ein unvergessliches Reiseerlebnis zu schaffen. Lektion 3: Fristen setzen. Ja, das Setzen von Fristen und Meilensteinen wird uns dabei helfen, unseren Fortschritt während des gesamten Projekts effektiv zu verfolgen. Zuruf. Wenn wir klare Ziele haben, fällt es uns viel leichter, konzentriert und motiviert zu bleiben. Ich stimme zu. Meilensteine ermöglichen es uns auch, kleine Erfolge auf dem Weg zu feiern, was das Team motiviert und motiviert hält. Ja, das Erkennen von Fortschritten ist entscheidend. Es erzeugt ein Erfolgserlebnis, das alle dazu anspornt, weiterhin hart zu arbeiten. Darüber hinaus hilft es uns, potenzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen, sodass wir sie angehen können, bevor sie zu größeren Problemen werden. Das ist ein guter Punkt. Ein proaktiver Ansatz wird unseren Erfolg maßgeblich beeinflussen. Lassen Sie uns unsere Fristen klar darlegen und sie dem Team mitteilen, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Klingt perfekt. Kommunikation ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Übereinstimmung und Verantwortlichkeit. Ich bin gespannt, wie unser strukturierter Plan uns zum Erreichen unserer Ziele führen wird. Lektion 4: Beziehungsprobleme. Hi, wie läuft es mit deiner Beziehung? Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit etwas nachdenklich wirkst. Ehrlich gesagt war es in letzter Zeit eine Herausforderung. Wir haben versucht, besser zu kommunizieren, aber manchmal fällt es uns schwer. Ich verstehe das. Beziehungen können schwierig sein, insbesondere wenn beide Partner ein geschäftiges Leben führen. Ja, das stimmt. Es ist schwierig, Zeit für eine tiefe Verbindung zu finden, wenn man das Gefühl hat, alles jetzt zu haben. Ich denke, es ist wichtig, diesen Momenten Priorität einzuräumen, auch wenn sie kurz sind. Auf jeden Fall. Sich Zeit füreinander zu nehmen, kann die Bindung stärken und helfen, Probleme zu lösen. Kommunikation ist der Schlüssel, oder?
Habt ihr schon mal darüber gesprochen, was euch belastet? Das haben wir, aber es scheint, als würden wir immer wieder zu denselben Punkten zurückkehren, ohne sie zu lösen. Das kann frustrierend sein. Manchmal kann die Einholung externer Beratung oder Betreuung neue Perspektiven eröffnen. Lektion 5: Friedliche Verhandlungen. Die Auswirkungen von Verhandlungen sind oft tiefgreifend, insbesondere wenn beide Parteien einen Krieg ablehnen. Ja, es ist faszinierend, wie Dialog selbst in den schwierigsten Situationen zu friedlichen Lösungen führen kann. Genau. Wenn Länder zusammenkommen, um ihre Differenzen zu diskutieren, öffnet das die Tür zum Verständnis. Und es ist wichtig zu erkennen, dass es trotz der Friedensgespräche manchmal immer noch Vorbehalte einer Partei geben kann. Absolut. Diese Komplexität zu meistern erfordert Geschick und die Bereitschaft, den Anliegen der anderen zuzuhören. Ja, ich denke, Empathie spielt eine entscheidende Rolle bei effektiven Verhandlungen und beim Aufbau von Vertrauen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns genauer darüber sprechen, wie diese Prinzipien auch auf alltägliche Interaktionen angewendet werden können. Das würde mir sehr gefallen. Die Kunst des Verhandelns zu verstehen, kann uns in vielen Lebensbereichen von Nutzen sein. Es handelt sich um eine wertvolle Fähigkeit, die sowohl in persönlichen als auch in beruflichen Beziehungen hilfreich ist. Lektion 6: Regenschirmshopping. Ich bin sicher, Sie werden den perfekten Regenschirm finden. Viel Spaß beim Einkaufen. Vielen Dank. Ich freue mich über deine Ermutigung. Sie macht die Aufgabe noch spannender. Absolut. Es gibt so viele Stile und Farben zur Auswahl, es sollte also Spaß machen. Ja, ich liebe es, etwas auszusuchen, das meine Persönlichkeit widerspiegelt und gleichzeitig praktisch ist. Genau. Ein guter Regenschirm sollte sowohl stillvoll als auch robust für regnerische Tage sein. Ich stimme zu. Ich werde auch nach etwas mit einem bequemen Griff suchen. Das ist eine kluge Entscheidung. Komfort ist entscheidend, besonders wenn Sie es mit sich herumtragen. Ja, ich möchte sicherstellen, dass es etwas ist, das mir Spaß macht. Lassen Sie mich wissen, wie Ihr Einkauf läuft. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie auswählen. Lektion 7: Modeexperimente. Auf jeden Fall. Ich werde den Tag damit verbringen, verschiedene Stile auszuprobieren, bis ich den gefunden habe, der am besten zu mir passt. Das klingt nach einem tollen Plan. Das Experimentieren mit Mode kann dir wirklich helfen, deinen persönlichen Stil zu entdecken. Ja, und es ist erstaunlich, wie sich Ihre Stimmung und Ihr Selbstvertrauen verändern können, wenn Sie verschiedene Outfits anprobieren. Beruf. Mode ist eine Form des Selbstausdrucks und es ist wichtig herauszufinden, was einem gut tut. Genau. Ich freue mich darauf, so lang zu mischen und zu kombinieren, bis ich die perfekte Kombination gefunden habe. Das ist der richtige Geist. Und zögern Sie nicht, um Feedback zu bitten. Manchmal kann eine zweite Meinung den entscheidenden Unterschied machen. Ich stimme zu. Ich werde auf jeden Fall nach Vorschlägen fragen. Es ist immer schön, Unterstützung zu bekommen. Ja, lass uns einen Tag daraus machen. Ich helfe dir gerne, tolle Outfits zu finden. Ich bin gespannt. Es wird ein toller Tag, an dem wir gemeinsam die Welt der Mode erkunden. Lektion 8: Wildwood Companies. Den Eisenbahnunternehmen war klar, dass es zu teuer gewesen wäre, kanadische oder amerikanische Männer für den Bau der Eisenbahnlinien anzuheuern. Das ist ein interessanter Punkt. Er verdeutlicht deutlich die wirtschaftlichen Überlegungen, die hinter großen Bauprojekten stehen.
Ja, es zeigt, wie finanzielle Faktoren Entscheidungen bei großen Infrastrukturprojekten beeinflussen können. Auf jeden Fall. Manchmal suchen Unternehmen nach kostengünstigeren Optionen, auch wenn dies bedeutet, Mitarbeiter aus anderen Regionen einzustellen. Genau. Es erinnert uns daran, wie sehr die globalen Volkswirtschaften auf dem Arbeitsmarkt miteinander verknüpft sind. Und es wirft Fragen hinsichtlich der Arbeitsrechte und der fairen Löhne der an solchen Projekten beteiligten Arbeiter auf. Ja, das sind wichtige Überlegungen, die bei Gesprächen über eine Anstellung immer angesprochen werden sollten. Ich stimme zu. Lassen Sie uns den historischen Kontext dieser Entscheidungen und ihre Auswirkungen auf die Gemeinschaften genauer untersuchen. Das klingt nach einem guten Plan. Das Verständnis dieser Dynamiken kann wertvolle Einblicke in unsere aktuellen Systeme liefern. Lektion 9: Reinigungsgewohnheiten. Wie sieht es mit der Sauberkeit in unseren Räumen aus? Ich finde es wichtig, sich das tägliche Aufräumen zur Gewohnheit zu machen. Syluf. Eine saubere Umgebung kann unsere Stimmung und Produktivität deutlich verbessern. Ja, und wenn Sie eine Reinigungsroutine entwickeln, fühlt es sich weniger überwältigend an. Ja, wenn du jeden Tag ein bisschen was machst, verhinderst du, dass sich Unordnung ansammelt. Ich stimme zu. Es ist ein kleiner Aufwand, der sich auszahlt und zu einem angenehmeren Wohnraum führt. Darüber hinaus ist es ein gutes Beispiel für andere und ermutigt sie, ebenfalls für Ordnung zu sorgen. Ja, verpflichten wir uns, unsere gemeinsamen Räume sauber und ordentlich zu halten. Das klingt nach einem tollen Plan. Gemeinsam können wir eine einladende Umgebung schaffen. Ich bin gespannt, wie ein kleiner täglicher Einsatz einen großen Unterschied bewirken kann. Lektion 10: Gesellige Zusammenkünfte. Es gibt auch Partys, bei denen die Leute einfach nur herumstehen und reden, was manchmal etwas unangenehm sein kann. Ja, das habe ich erlebt. Es kann eine Herausforderung sein, wenn nicht genügend Möglichkeiten bestehen, alle einzubinden. Absolut. Es ist wichtig, Aktivitäten oder Eisbrecher zu haben, um das Gespräch in Gang zu bringen. Ich stimme zu. Wenn es lustige Spiele oder Anregungen gibt, fällt es den Leuten leichter, Kontakte zu knüpfen. Ja, und es trägt dazu bei, eine entspanntere Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder einbezogen fühlt. Ja, auch unterschiedliche Outfits und Stile bei diesen Treffen können für Gesprächsstoff sorgen. Das ist ein guter Punkt. Mode kann ein wunderbarer Eisbrecher und Gesprächsstarter sein. Lassen Sie uns über einige Ideen für unser nächstes Treffen nachdenken, um die Stimmung lebendig und spannend zu halten. Dafür bin ich voll und ganz. Gesellschaftliche Ereignisse angenehm zu gestalten, ist der Schlüssel zum Aufbau starker Beziehungen. Lektion 11: Wegbeschreibung zur Bibliothek. Gehen Sie weiter, bis Sie die Ampel erreichen und biegen Sie dann links ab. Die Bibliothek sollte in der Nähe sein. Verstanden. Es ist schön, klare Anweisungen zu haben, um die Bibliothek leichter zu finden. Ja, es ist sehr hilfreich, die Orientierungspunkte zu kennen, insbesondere in einer neuen Gegend. Hilf. Ich schätze Ihre Anleitung. Sie macht die Navigation weniger stressig. Ich helfe Ihnen gerne. Bibliotheken sind wunderbare Orte, um neue Ressourcen zu entdecken. Ja, ich liebe die Atmosphäre einer Bibliothek. Sie ist so friedlich und inspirierend. Genau. Lass uns unbedingt etwas Zeit dort verbringen, sobald wir ankommen. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, neue Bücher und Materialien zu entdecken.
Das ist eine tolle Möglichkeit, den Nachmittag zu verbringen. Lektion 12. Schüchternheit überwinden. Was sie betrifft, habe ich insbesondere das Gefühl, dass meine Schüchternheit mich in sozialen Situationen zurückhält. Ich verstehe dieses Gefühl. Viele Menschen leiden unter Schüchternheit, insbesondere in ungewohnter Umgebung. Ja, es kann schwierig sein, mich auszudrücken, wenn ich schüchtern oder ängstlich bin. Hilf. Aber das zu erkennen, ist der erste Schritt zur Überwindung. Ich stimme zu. Ich möchte daran arbeiten, im Umgang mit anderen offener und selbstbewusster zu sein. Das ist ein tolles Ziel. Soziale Kompetenzen in einem unterstützenden Umfeld zu trainieren, kann wirklich hilfreich sein. Ja, und ich denke, dass es mir leichter fallen könnte, mit kleinen Gruppen zu beginnen. Auf jeden Fall. Das schrittweise Verlassen Ihrer Komfortzone kann zu erheblichem Wachstum führen. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Sie ermutigt mich, diese Schritte zu unternehmen. Lektion 13. Bordkartenpräferenzen. Ich mache das lieber am Flughafen, da habe ich gern eine Papierkopie meiner Bordkarte zur Hand. Das ist verständlich. Eine physische Kopie kann auf Reisen für ein beruhigendes Gefühl sorgen. Ja, insbesondere, weil die Technik uns manchmal unerwartet im Stich lassen kann. Ja, es ist immer gut, für alle Fälle einen Plan B zu haben. Außerdem fällt es mir leichter, alles zu verwalten, wenn ich alle meine Flugdaten ausgedruckt sehen kann. Ich stimme zu. Das Einchecken und die Sicherheitskontrolle werden dadurch einfacher. Und ich überprüfe die Details gerne noch einmal, falls es Änderungen gibt. Ja, das ist ein cleverer Ansatz. Proaktives Handeln trägt zu einem reibungsloseren Reiseerlebnis bei. Stellen wir sicher, dass wir unseren Flughafenbesuch entsprechend planen, damit wir für alles genügend Zeit haben. Lektion 14. Dehnung und Flexibilität. Es ist wichtig, sich bequem zu strecken. Ein gesunder Mensch sollte zum Beispiel in der Lage sein, seine Zehen ohne große Schwierigkeiten zu berühren. Syluf. Flexibilität ist ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Fitness und denen kann dabei wirklich helfen. Ja, ich finde, dass regelmäßiges Dehnen nicht nur meine Flexibilität verbessert, sondern auch Verletzungen beim Training vorbeugt. Ja, es ist erstaunlich, wie sich schon ein paar Minuten denen positiv auf unsere Leistung auswirken können. Und es tut gut, die Muskeln nach einem langen Tag im Sitzen oder bei körperlicher Betätigung zu lockern. Ich stimme voll und ganz zu. Dehnen ist wie ein kleines Geschenk für den Körper, das ihm Entspannung und Erholung ermöglicht. Darüber hinaus kann es auch eine großartige Möglichkeit sein, den Kopf frei zu bekommen und sich auf die Atmung zu konzentrieren. Tja, Achtsamkeit beim Dehnen kann das Erlebnis noch steigern. Machen wir es uns zur Gewohnheit, Dehnübungen in unseren Alltag einzubauen. Es ist eine einfache und doch effektive Übung. Lektion 15. Flexibilität als Freiberufler. Einer der größten Reize der freiberuflichen Tätigkeit besteht in der großen Freiheit und den flexiblen Arbeitsregelungen. Das stimmt. Die Möglichkeit, seinen eigenen Zeitplan festzulegen, kann unglaublich motivierend sein. Genau. Aber glauben Sie, dass Flexibilität auch Herausforderungen mit sich bringt? Hilf. Es ist zwar toll, die Kontrolle über die eigene Zeit zu haben, aber es kann auch zu Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben führen. Ja, ohne eine strukturierte Umgebung kann die Versuchung groß sein, zu viel oder zu wenig zu arbeiten. Ich stimme zu.
Den optimalen Punkt zu finden, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Produktivität ohne Burnout. Außerdem kann es manchmal eine Herausforderung sein, motiviert zu bleiben, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Ja, die Einrichtung eines eigenen Arbeitsbereichs kann wirklich dabei helfen, Arbeit und Privatleben zu trennen. Lassen Sie uns beim Navigieren durch die Welt der Freiberufler unbedingt Tipps miteinander austauschen. Lektion 16: Von Menschen lernen. Wissen Sie, ich habe durch die Begegnungen mit Menschen viel gelernt. Jede Begegnung bringt eine einzigartige Perspektive und Geschichte mit sich. Das stimmt wirklich. Jeder Mensch, dem wir begegnen, kann uns etwas beibringen, sei es durch seine Erfahrungen oder Erkenntnisse. Absolut. Ich habe viele faszinierende Gespräche geführt, die mir die Augen für andere Kulturen und Ideen geöffnet haben. Ja, es ist erstaunlich, wie vielfältig die Welt ist und die Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft bereichert unser Verständnis. Ich liebe es, wie jede Interaktion unsere Annahmen in Frage stellen und uns dazu ermutigen kann, anders zu denken. Ja, es ist eine schöne Erinnerung daran, dass wir alle miteinander verbunden sind, ungeachtet unserer Unterschiede. Und oft lernen wir aus diesen unerwarteten Gesprächen die wertvollsten Lektionen. Tja, ich glaube, dass die Offenheit für neue Bekanntschaften zu wunderbaren Möglichkeiten und Freundschaften führen kann. Nehmen wir uns vor, mehr Kontakte zu knüpfen und von den Menschen um uns herum zu lernen. Lektion 17: Bedeutung der Markenauthentizität. Die Authentizität einer Marke ist für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall. Verbraucher erkennen Unaufrichtigkeit leicht und ziehen sich schnell zurück. Authentische Marken finden bei ihrem Publikum größeren Anklang und fördern die Loyalität. Ja, wenn sie ihren Werten und ihrer Mission treu bleiben, entsteht Vertrauen und Verbundenheit. Darüber hinaus erhöht das Teilen echter Geschichten über die Entwicklung der Marke die Authentizität. Das stimmt, Transparenz hinsichtlich Herausforderungen und Erfolgen macht eine Marke identifizierbar. Ein ehrlicher Umgang mit Kunden, insbesondere in Krisenzeiten, stärkt die Authentizität. Genau, es zeigt, dass die Marke Wert auf offene und ehrliche Kommunikation legt. Letztendlich kann Authentizität eine Marke in einem wettbewerbsintensiven Markt von der Konkurrenz abheben. Lektion 18: Wochenendpläne. Kürzlich habe ich überlegt, ein kleines Abenteuer zu erleben. Möchtest du mitkommen? Das klingt super. Ich bin immer für ein Abenteuer zu haben. Was schwebt dir vor? Wie wäre es mit diesem Sonntag? Wir könnten einen neuen Wanderweg erkunden und die frische Luft genießen. Das klingt perfekt. Ich liebe es, draußen zu sein und die Natur zu erleben. Ja, und wir können ein Picknick einpacken und es genießen, sobald wir einen malerischen Ort erreichen. Ich finde diese Idee super. Sie verleiht dem Tag eine besondere Note und macht ihn noch schöner. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, uns auszutauschen und gemeinsam einige wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, welche wunderschönen Sehenswürdigkeiten wir unterwegs entdecken werden. Lassen Sie uns die Details planen und sicherstellen, dass wir beide auf einen fantastischen Tag vorbereitet sind. Lektion 19: Historische Wahrzeichen. Irgendwelche Vorschläge für historische Sehenswürdigkeiten, die man auf Reisen besuchen kann? Wie wäre es mit dem Eiffelturm in Frankreich? Er ist ein ikonisches Symbol der Geschichte und Kultur. Das ist eine fantastische Wahl. Die Architektur ist atemberaubend und die Stadt hat eine so reiche Geschichte. Absolut.
Außerdem ist die Aussicht von oben einfach unglaublich. Ich wollte schon immer diesen Moment erleben, Paris von oben zu sehen. Es ist zweifellos ein Muss für jeden Besucher der Stadt. Ich liebe es, wie Wahrzeichen wie dieses uns mit der Vergangenheit verbinden und gleichzeitig Teil der Gegenwart sind. Ja, und es ist faszinierend, die Geschichten dahinter zu erfahren. Ich kann es kaum erwarten, auf unseren gemeinsamen Reisen weitere historische Stätten zu erkunden. Lektion 20. Erschwingliche Möbel. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass manche Möbelhäuser solche Einzelstücke zu überraschend günstigen Preisen anbieten? Hilf. Es ist faszinierend, wie man einzigartige Gegenstände finden kann, die dem eigenen Zuhause Charakter verleihen, ohne dafür ein Vermögen auszugeben. Stimmt's? Ich denke oft darüber nach, wie diese besonderen Fundstücke einen gewöhnlichen Raum in etwas wirklich Persönliches und Einladendes verwandeln können. Klar, außerdem kann Möbelkauf ein Abenteuer sein, besonders wenn man auf versteckte Schätze stößt, die sonst niemand hat. Ich stimme zu. Es ist fast wie eine Schatzsuche, bei der jedes Stück seine eigene Geschichte erzählt und ihrem Raum eine einzigartige Atmosphäre verleiht. Und das Beste daran ist, dass Sie für einen erschwinglichen Preis nicht auf Qualität verzichten müssen. Viele Geschäfte bieten großartige Handwerkskunst zu vernünftigen Preisen. Das stimmt. Es ist erfrischend, mehr Optionen für unterschiedliche Geschmäcker und Budgets zu sehen. Ja, es erleichtert jedem die Gestaltung eines schönen Wohnraums, der seinen Stil widerspiegelt. Darüber hinaus können durch die Kombination verschiedener Stile wirklich kreative und atemberaubende Inneneinrichtungen entstehen. Lektion 21. Authentizität ist wichtig. Wissen Sie, manchmal ist es so wichtig, sich einfach darauf zu konzentrieren, authentisch zu sein und jeden Moment zu genießen, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Es ist so befreiend, sich selbst zu akzeptieren, ohne sich um die Meinung anderer zu kümmern. Richtig? Wenn wir uns erlauben, authentisch zu sein, eröffnet uns das eine Welt voller Möglichkeiten und Verbindungen zu anderen. Ja, es ist erfrischend, Gespräche zu führen, die ganz natürlich verlaufen, wenn man sich selbst treu bleibt. Und es führt oft zu tieferen Beziehungen, in denen die Menschen sie so schätzen, wie sie wirklich sind. Ja, es ist unglaublich, wie Authentizität einen sicheren Raum schaffen kann, in dem sich jeder frei ausdrücken kann. Und wenn wir authentisch sind, inspirieren wir andere, dasselbe zu tun, was insgesamt zu einem positiveren Arbeitsumfeld führen kann. Besuch. Es ist eine Win-Win-Situation, in der jeder von der Ehrlichkeit und Offenheit profitiert. So wahr. Lasst uns einander weiterhin ermutigen, unser authentisches Selbst anzunehmen. Lektion 22. Finden Sie Ihren ruhigen Ort. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass Ihr eigenes Zimmer oder ein ruhiger Teil des Hauses manchmal der beste Ort zum Entspannen ist? Besuch. Es ist erstaunlich, wie ein einfacher Raum zu Ihrem persönlichen Rückzugsort werden kann, wenn Sie etwas Zeit zum Entspannen brauchen. Stimmt's? Ich finde, dass mir ein ausgewiesener ruhiger Ort wirklich hilft, neue Kraft zu tanken und über meinen Tag nachzudenken. Ganz genau. Ob eine gemütliche Ecke am Fenster oder ein bequemer Sessel in der Ecke. Diese Plätze können wahre Wunder bewirken. Es ist, als würden Sie Ihre eigene kleine Welt erschaffen, in der Sie dem Chaos des Alltags entfliehen können. Und wenn Sie diesen friedlichen Ort finden, können Sie sich wirklich auf das konzentrieren, was Sie glücklich macht und inspiriert. Ja, und oft sind es diese Momente der Einsamkeit, in denen man neue Ideen oder Problemlösungen entdeckt. Besuch.
Es ist wichtig, sich inmitten der Hektik des Alltags diese Zeit für sich selbst zu nehmen. So wahr. Nehmen wir uns vor, diese ruhigen Momente zu schätzen und Freude an unseren persönlichen Auszeiten zu finden. Lektion 23: Rollen festlegen. Wissen Sie, es ist entscheidend, in jedem Projekt oder jeder Beziehung klare Rollen und Verantwortlichkeiten festzulegen, meinen Sie nicht? Auf jeden Fall. Wenn jeder seinen Teil kennt, sorgt das für einen reibungsloseren Arbeitsablauf und hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Richtig? Es geht darum, ein Verantwortungsbewusstsein zu schaffen, das der gesamten Gruppe zugutekommt. Klar, klare Rollen steigern nicht nur die Effizienz, sondern ermöglichen es jedem Einzelnen, seine Stärken voll auszuspielen. Und es fördert den Teamgeist, bei dem sich jeder wertgeschätzt und für seinen Beitrag anerkannt fühlt. Ja, wenn Rollen definiert sind, ermöglicht dies eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern. Absolut. Außerdem minimiert es Verwirrung und trägt dazu bei, dass alle auf dem gleichen Stand sind, was für den Erfolg unerlässlich ist. Ja, es ist ermutigend zu wissen, wofür man verantwortlich ist und wie man zum Gesamtbild beitragen kann. So wahr. Denken wir immer daran, offen über unsere Rollen zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass wir alle auf einer Linie sind. Lektion 24: Digitale Öffentlichkeitsarbeit. Haben Sie darüber nachgedacht, wie wir digitale Plattformen in der heutigen Welt für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit nutzen können? Düsseldorf. Die digitale Landschaft bietet so viele Möglichkeiten, ein breiteres Publikum zu erreichen als je zuvor. Stimmt's? Es ist faszinierend, wie soziale Medien und Online-Tools uns dabei helfen können, unsere Botschaften effektiver zu verbreiten. Genau, durch die Interaktion mit Menschen über diese Plattformen können wir sinnvolle Verbindungen schaffen und unsere Reichweite erweitern. Und das Schöne daran ist, dass wir unsere Inhalte so anpassen können, dass sie bei unterschiedlichen Zielgruppen Anklang finden und so ihre Wirkung steigern. Ja, es geht darum, unser Publikum zu verstehen und ihm das zu bieten, was es wirklich sehen und hören möchte. Absolut. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Öffentlichkeitsarbeit Feedback in Echtzeit, das uns bei der Verbesserung unserer Strategien helfen kann. Klar, es ist eine dynamische Art der Kommunikation, bei der wir uns an die Reaktionen des Publikums anpassen und weiterentwickeln können. Sora. Nutzen wir die Macht digitaler Plattformen, um unsere Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern und bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Lektion 25: Präferenzen für Remote-Arbeit. Sie wissen, dass die Arbeit aus der Ferne die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verwischen kann, weshalb es wichtig ist, Grenzen zu setzen. Besuch. Ohne klare Grenzen kann es passieren, dass man bis spät in den Abend arbeitet. Stimmt's? Ich denke oft darüber nach, wie ein eigener Arbeitsbereich dabei helfen kann, diese Trennung aufrechtzuerhalten. Klar, wenn Sie einen speziellen Arbeitsbereich schaffen, werden Sie mental auf Produktivität vorbereitet, ohne von den Ablenkungen zu Hause gestört zu werden. Und feste Arbeitszeiten können Ihnen dabei helfen, reibungsloser in Ihre Freizeit überzugehen. Ja, es geht darum, die richtige Balance zwischen der Erledigung der Arbeit und dem Genießen des Privatlebens zu finden. Sora. Und da Remote-Arbeit immer üblicher wird, ist es wichtig, unserem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Auf jeden Fall. Setzen wir uns dafür ein, gesunde Grenzen zu setzen, die es uns ermöglichen, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause erfolgreich zu sein. Ja, auf dass wir die perfekte Balance in unserem Remote-Arbeitsleben finden. Lektion 26: Zurückgeben.
Wissen Sie, es ist wirklich schön, etwas zurückzugeben und den Bedürftigen zu helfen. Ich bin der gleichen Meinung und finde, dass es für alle Beteiligten eine Absolut. Win-Win-Situation ist. Es ist unglaublich erfüllend, zu einer Sache beizutragen, die größer ist als wir selbst. Stimmt's? Es kommt nicht nur denen zugute, denen wir helfen, sondern bereichert auch unser eigenes Leben auf unerwartete Weise. Vielleicht Freiwilligenarbeit oder die Unterstützung einer Wohltätigkeitsorganisation können ein Gemeinschaftsgefühl und eine Verbundenheit schaffen. Und es inspiriert oft andere, sich anzuschließen, was einen Welleneffekt der Freundlichkeit und Unterstützung erzeugt. So wahr. Es ist erstaunlich, wie kleine Gesten der Großzügigkeit zu bedeutenden Veränderungen im Leben der Menschen führen können. Ja, und es erinnert uns an die Bedeutung von Empathie und Mitgefühl in unserem täglichen Umgang miteinander. Auf jeden Fall. Lasst uns weiterhin nach Möglichkeiten suchen, etwas zurückzugeben und gemeinsam etwas Positives zu bewirken. Auf eine Zukunft voller Freundlichkeit und Großzügigkeit. Lektion 27: Berufliche Perspektive. Ich freue mich zu hören, dass sich Ihre Arbeitsbelastung deutlich verringert hat, seit Sie begonnen haben, Aufgaben effektiver zu delegieren. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel einfacher sich alles anfühlt, wenn man die Verantwortung mit dem Team teilt. Ich kann mir nur vorstellen, wie sehr das dabei helfen muss, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben aufrechtzuerhalten. Ja, es ermöglicht mir wirklich, mich auf die wichtigeren Aspekte meiner Arbeit zu konzentrieren, ohne mich überfordert zu fühlen. Und es muss doch auch die Gesamtproduktivität des Teams verbessern, oder? Auf jeden Fall. Wenn alle an einem Strang ziehen, halten wir nicht nur unsere Termine ein, sondern übertreffen oft sogar die Erwartungen. Das ist fantastisch. Haben Sie seit der Einführung dieses Ansatzes konkrete Veränderungen in der Teamdynamik bemerkt? Ja, die Zusammenarbeit und Kommunikation haben deutlich zugenommen, was am Arbeitsplatz von unschätzbarem Wert ist. Das klingt nach einer perfekten Umgebung, in der Kreativität und Innovation gedeihen können. Lektion 28: Wissenerweiterung. Welche Vorteile haben Sie im Laufe der Jahre durch ein weiterführendes Studium in Ihrem Fachgebiet entdeckt? Ein wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit, mein Verständnis komplexer Konzepte zu vertiefen, die für meine berufliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind. Das ist durchaus sinnvoll, da eine stärkere theoretische Grundlage Ihre praktischen Fähigkeiten enorm verbessern kann. Ja, darüber hinaus eröffnet eine Weiterbildung oft die Möglichkeit, Kontakte zu Fachleuten mit ähnlichen Interessen zu knüpfen. Networking ist von unschätzbarem Wert. Es kann zu Kooperationen und sogar Mentoring führen, die Ihren Karriereweg prägen können. Ja, und vergessen wir nicht, dass weiterführende Studien oft Zugang zu den neuesten Forschungsergebnissen und Entwicklungen auf diesem Gebiet bieten. Gerade in einer sich schnell entwickelnden Branche ist es unglaublich nützlich, über aktuelle Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist es wirklich. Darüber hinaus kann ein weiterführendes Studium zu mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und potenziell höheren Gehältern führen. Das klingt nach einer Win-Win-Situation. Haben Sie über spezielle Weiterbildungsprogramme nachgedacht? Lektion 29: Finanzielle Herausforderungen. Viele Veranstaltungen scheinen Schwierigkeiten zu haben, die Gewinnschwelle zu erreichen, insbesondere wenn man die finanziellen Schulden berücksichtigt, die während der Spiele entstehen. Ja, besonders auffällig war, dass bei den Sommerspielen die Ausgaben deutlich über die Erwartungen hinaus in die Höhe schossen. Es ist erstaunlich, wie manche Veranstalter die Kosten unterschätzen, die mit der Ausrichtung solcher Großveranstaltungen verbunden sind. Klar,
Infrastruktur, Sicherheit und Athletinnenunterkünfte können die finanzielle Belastung schnell überfordern. Und wenn die Ticketverkäufe nicht den Erwartungen entsprechen, verschärft das die Situation nur noch und bringt die Veranstalter in eine schwierige Lage. Das stimmt, und es wirft Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ausrichtung zukünftiger Spiele auf, wenn weiterhin finanzielle Verluste ein Trend sind. Haben Sie Veränderungen bei der Planung dieser Veranstaltungen durch die Städte bemerkt, um derartige Risiken künftig zu mindern? Ja, viele konzentrieren sich jetzt auf langfristige Hinterlassenschaften, um sicherzustellen, dass sie auch nach Abschluss der Spiele wirtschaftlich profitieren. Das klingt nach einem klugen Ansatz, da es Ihnen ermöglicht, die Veranstaltung für den zukünftigen Tourismus und die Entwicklung der Gemeinde zu nutzen. Lektion 30. Kulturelle Verbindungen. Er genießt das Mittagessen mit meinen Freunden und mir sehr, weil wir ihn in Gespräche über seine Heimat verwickeln. Das klingt faszinierend. Es ist immer bereichernd, Geschichten aus erster Hand über verschiedene Kulturen und Traditionen zu hören. Genau. Er beantwortet unsere Fragen mit so viel Begeisterung und lässt seine Erlebnisse für uns lebendig werden. Ich wette, das sorgt für lebhafte Diskussionen, insbesondere wenn Sie Ihre Erfahrungen mit seinen vergleichen. Oh, absolut. So erfahren wir mehr über seinen Hintergrund und können gleichzeitig unsere eigenen Perspektiven teilen. Und das Essen muss auch ein toller Gesprächsauftakt sein, besonders wenn Sie Gerichte aus seiner Kultur probieren. Ja, es verleiht der Mahlzeit eine zusätzliche Genussebene und macht sie sowohl köstlich als auch lehrreich. Ich liebe es, wie Essen kulturelle Unterschiede überbrücken und das Verständnis unter Freunden fördern kann. Genau. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Vielfalt zu feiern und gleichzeitig starke Freundschaften aufzubauen.